Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und hier auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. Meistens geht es ums Nähen und so ist es auch in diesem Video. Ich stelle jetzt gleich kurz mein Schnittmuster vor und anschließend gibt es die Nähanleitung dazu. Viel Spaß! Das hier, das ist mein neues Schnittmuster. Hier siehst du es quasi getragen. Also du kennst ja vielleicht die Schlafmasken, die man so allgemein kennt. Irgendwie vorne so wie eine Brille, ein bisschen wie eine Pilotenbrille und dann einfach ein Gummiband dran. Damit hat das hier nichts zu tun. Also mit diesen Dingern konnte ich nie schlafen. Und da hatte ich das Thema Schlafmaske für mich eigentlich schon abgehakt, bis ich vor längerer Zeit eine in dieser Form hier geschenkt bekommen habe. Und seitdem geht es bei mir gar nicht mehr ohne. Also ich schlafe nur noch mit der Maske, ich nehme sie überall mit hin. Ich kann viel schneller einschlafen, habe auch das Gefühl, dass ich sehr gut durchschlafen kann und halt auch eventuell ein bisschen länger schlafen, gerade jetzt halt in den Sommermonaten, wo es halt auch früher hell wird und später dunkel, was ja meistens nicht das Problem ist, aber das frühe hell werden. Und jetzt habe ich halt ein Schnittmuster für solch eine Maske designt und die Nähanleitung folgt gleich. Also die Maske wird mit einem Klettverschluss verschlossen und man zieht sie so an und der Klettverschluss, der ist lang genug, da muss man nicht unbedingt viel zielen und passt sie so für seinen Kopf an. Ich trage sie gar nicht so eng halt irgendwie, ich kann sie immer locker ausziehen und am Abend ziehe ich sie eigentlich nur noch so an, wenn ich sie einmal eingestellt habe. Und sie ist super weich durch den Jersey, mit dem ich das nähe. Da kannst du natürlich einen Stoff nehmen, den du super angenehm und weich für dein Gesicht findest. Und drin ist so ganz flauschig weiches Volumenvlies. Und dadurch ist die Maske super leicht, die schließt gut ab und tut einfach gut, sie auf den Augen zu haben und so für ein entspanntes Schlafen. Wenn ich dich jetzt neugierig gemacht habe, dann schau doch mal in meinem Shop vorbei. Dort biete ich das Schnittmuster Heaven an. Und jetzt folgt die Nähanleitung dafür. Das sind die ganzen Sachen, die du für die Maske brauchst. Ich werde es gleich zuschneiden. Hier unten stehen die Maße, auch von dem Klettband. Und das Schnittmuster gibt es auch auf Englisch. Und so sieht das Volumenvlies aus. Das ist relativ dick, wiegt aber nur 200 Gramm pro Quadratmeter. Als erstes schneide ich mal die Teile aus dem Jersey aus. Und zwar lege ich den hier dafür einfach doppelt und dann habe ich direkt beide Teile ausgeschnitten. Hier musst du beachten, dass du 1 cm dazu gibst. Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe. Also an allen Seiten 1 cm dazugeben und dann vorne mit einem kleinen Schnitt die Mitte markieren und hier oben auch ein bisschen einschneiden für die Wendeöffnung. Dann das Vlies zu schneiden. Und das wird nämlich ohne Nahtzugabe zugeschnitten. Das heißt, hier schneidest du direkt an der Kante. Als nächstes legst du die beiden Stoffe rechts auf rechts. Dabei die beiden Knipse unten aufeinander legen und hier die Mitte mit einer Nadel markieren und die beiden Einschnitte von der Wendeöffnung kommen aufeinander. Diese Stellen markiere ich auch mit einer Nadel und dann die restlichen Kanten aufeinander klammern. Nun wird das von Nadel zu Nadel aufeinander genäht. Ich habe hierfür eine Jersey-Nadel eingesetzt und am Anfang und Ende die Naht gut verriegeln. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Hier an der Spitze schneidest du
ein bisschen in den Stoff ein. Ein paar Millimeter können aber bis zur Naht stehen bleiben. Und die Nahtzugabe zurückschneiden und hier an der Rundung auch ein bisschen in den Stoff einschneiden. Dann an den Enden die Ecken etwas zurückschneiden. An der Wendeöffnung bleibt der Stoff lang. Dann wendest du das Ganze durch die Wendeöffnung auf rechts. Mit einem Hilfsmittel, das nicht ganz so spitz ist, ich nehme hier das Ende von einem Pinsel, die Nähte nach außen streichen. Nun die Nahtzugaben von der Wendeöffnung nach innen legen und das Ganze einmal bügeln. Das Zuschneiden von dem Vlies ist ja nicht ganz so einfach. An dieser Stelle hier kannst du nochmal kontrollieren, ob es passt und gegebenenfalls es etwas zurückschneiden, so wie ich hier an der Seite und hier an der oberen Kante. Aber es soll ja schon sehr groß sein, damit es dann nachher die Maske gut ausfüllen kann. Jetzt schiebst du das Vlies durch die Wendeöffnung in die Maske hinein. Der Stoff ist ja richtig schön dehnbar, so kommt man auch gut bis an das Ende. Und dort schiebe ich dann die Ecken in die Ecken und halte das Ganze dann von außen fest und ziehe das dann so da rein und das gleiche auf der anderen Seite. Wenn das Vlies gut verteilt ist, dann die Wendeöffnung zustecken mit ein paar Nadeln. Die Wendeöffnung schließe ich von Hand mit dem Matratzenstich, Zauberstich oder wie auch immer der sich nennt. Auf jeden Fall der Stich, den man dann am Ende von außen nicht sieht. Dafür steche ich innen an die Kante rechts und links im Wechsel von der Nahtzugabe und ziehe das dann am Ende zusammen, dann den Faden verknoten und dann ist die Wendeöffnung schon geschlossen. Das ist erledigt. Jetzt fehlt nur noch der Klettverschluss. Dafür das Band auseinanderziehen und die eine Seite mittig auf das eine Ende stecken und die Gegenseite kommt auf die andere Seite von der Maske. Natürlich ebenfalls mittig und wird genauso festgesteckt. Und dann das Ganze knapp kantig auf die Maske aufsteppen. Hierfür habe ich wieder eine Universalnadel 80 eingesetzt. Ich fange an einer der langen Seiten an und nähe nun knapp an der Kante das Klettband auf die Maske. Die Naht verriegeln. So sieht das Ganze jetzt aus. Und das andere Teil dann natürlich auch festnähen. Und dann ist die Maske schon fertig. Ich benutze meine Schlafmaske täglich, nehme sie natürlich auch mit in Urlaub im Hotel oder Campingplatz. Da ist es ja auch meistens nicht ganz dunkel und dann ist das Schlafen mit der Maske super angenehm. Jetzt habe ich ja auch eine große Auswahl und da muss ich im Urlaub nicht mehr so häufig waschen. Apropos waschen, also ich wasche meine Masken mit der Hand. Und jetzt wollte ich euch noch kurz zeigen, wie ich
die verstaue. Ich nehme ja gerne solche Täschchen mit. Darüber hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, wie ich das genäht habe. Das verlinke ich mal hier oben rechts. Und dann kommen die Masken, aber auch andere Sachen einfach in verschiedene Täschchen und die kann ich dann einfach im Hotelzimmer so auspacken und habe sie direkt ordentlich in der Schublade verstaut. Ich hoffe natürlich, mein Video hat dir gefallen und freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es doch vielleicht heute. Vielen Dank. Also, und wenn dich das Schnittmuster interessiert, dann klick doch einfach mal hier. Dort geht es direkt zum Schnitt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.